Herzlich willkommen in Leipzig, der Handels- und Messestadt, der Stadt des Buchdrucks und natürlich der Musikstadt. Leipzig ist eine Handels- und Studentenstadt, schon immer gewesen. Auch 1701, als Telemann hier zum Studium ankam. Hier kreuzen sich zwei alte Handelswege, die Via Regia und die Via Imperii. Kein Wunder also, dass sich da Leipzig als Messestadt anbietet, wenn hier alle mal durchkommen. Im 18. Jahrhundert gab es das Event dreimal im Jahr. Aber nicht nur das, wie man auf diesem wunderbaren Titelblatt für Sperontes die singende Muse an der Pleiße sehen kann. Niedlich, wie hier der Merkur, Gott des Handels, mit den Noten steht. Allerdings wollte und sollte Telemann hier nicht Musik studieren oder Kaufmann werden, sondern Jura studieren. Er war aus Magdeburg gekommen und über Halle gereist. Dort studierte sein Bruder, den hat er wahrscheinlich besucht und währenddessen Georg Friedrich Händel kennengelernt. Mit dem verband ihn dann eine lebenslange Freundschaft. Zwischen Halle und Leipzig und Sorau und Eisenach haben sie sich bestimmt immer mal getroffen. Das Problem ist, dass das wissenschaftlich noch nicht bis ins Letzte untersucht ist. Also, liebe Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler, ran an die Arbeit. Und warum wollte Telemann eigentlich in Leipzig studieren? Er hätte doch genauso gut nach Halle gehen können zu seinem Bruder und zu Händel oder nach Wittenberg. Die Leipziger Uni stand schon immer im Ruf, sehr musikalisch zu sein. Viele der hiesigen Studenten waren Musiker. Für viele war Musik die wichtigste Einnahmequelle, um sich das Leben in Leipzig leisten zu können. Die Studenten waren auch strukturell fest in das Musikleben der Stadt integriert. Vielleicht nahm das etwas überhand, denn es gab auch ein Dekret, wonach an der Uni weder Waffen noch Instrumente getragen werden durften. Und warum waren eigentlich so viele Studenten so gute Musiker? Viele von ihnen hatten schon eine vollständige musikalische Ausbildung, zum Beispiel an der Thomasschule, genossen. Um aber eine Stelle, zum Beispiel an einem Hof, zu bekommen, brauchte man noch ein juristisches Diplom. Das erarbeiteten sie sich hier. Als Telemann in Leipzig ankam, ging er wohl ziemlich direkt in die Uni und immatrikulierte sich. Hier am schwarzen Brett lernte er seinen Mitbewohner kennen, seinen Stubenpursch. Das muss ein ziemliches Glück für ihn gewesen sein, denn die Wohnsituation der Studenten war echt miserabel. Ich zog ein, fand aber das ganze Zimmer, wider alles Vermuten, voll von Instrumenten. Ich hörte täglich Musik darinnen, verbarg aber meine Erfahrung in dieser Wissenschaft. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund wühlt sein Mitbewohner in seinen Sachen und findet dabei Noten, die da ganz zufällig reingekommen waren. Telemann hat ihm dann erklärt, dass er das mit der Musik ja lassen will, worauf der Mitbewohner meinte, ist ja in Ordnung, aber können wir dein Stück nicht trotzdem am nächsten Sonntag mal in St. Thomas spielen? Und da war natürlich die ganze High Society anwesend. Alle waren begeistert, auch der Bürgermeister Romanus, und der hat sich dann für ihn eingesetzt und immer wieder Jobs verschafft. Also trat ich wieder in mein erstes Element, nämlich die Musik, welche in weniger Zeit mein ganzes Feuer wieder anblies. Unglaublich, wie viele Parallelen das Haus hinter mir, das Romanus-Haus, mit Telemanns Biografie hat. Baustart war 1701, da kam Telemann nach Leipzig, und 1705 wurde der Besitzer, der Bürgermeister Romanus, verhaftet und kam auf den Königstein. Da ging Telemann nach Sorau. Besonders ist auch das Häuschen auf dem Haus, das Belvedere. Das war in den Residenzen Dresden und Warschau der letzte Schrei, aber in der Bürgerstadt Leipzig gab es das eigentlich gar nicht. Das Selbstbewusstsein, was aus diesem Hause spricht, gefiel August dem Starken gar nicht. 1705 kam Romanus unter fadenscheinigen Vorwürfen der Geldhinterziehung auf den Königstein. Dort blieb er ohne Prozess, bis er 40 Jahre später starb. Das Haus bekam dann seine Tochter, und die ist für uns keine Unbekannte. Christiana Mariana von Ziegler war eine der prägenden Dichterinnen im Leipzig der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sie wurde sogar in die Deutsche Gesellschaft aufgenommen. In der machten sich Menschen um Johann Christoph Gottsched Gedanken um die Entwicklung und Beförderung der deutschen Sprache. Und zweimal mit dem Preis für Poesie und als Poeta Laureata ausgezeichnet. Extrem ungewöhnlich für diese Zeit und ein Ziel des Spottes von Herren, die damit ein Problem hatten. Poeten, werft die Feder hin und lasst euch Strickenadeln reichen, denn eine tolle Dichterin missbraucht jetzt eurer Mannheit Zeichen. Aber es ist doch auch ein beredtes Beispiel für den aufgeklärten Geist Leipzigs in dieser Zeit. Frauen, zumal Witwen wie die Zieglerin,
am besten natürlich noch Vermögende, konnten durchaus aus der vorgegebenen Rolle ausbrechen. Aber selbst für Verheiratete, wie die Neuberin, die Strunkschwestern und Töchter oder die Gottschedin war das möglich. Die Zieglerin kennen wir heute übrigens besonders als Librettistin von Bach-Kantaten. Romanus war ein großer Förderer Telemanns. Auf ihn geht wahrscheinlich zurück, dass er alle 14 Tage in der Thomaskirche Figuralmusik aufführen konnte. Und nicht zuletzt der Vertrag an der Neukirche, der ihn quasi in Position für das Thomaskantorat bringen sollte. An der Thomaskirche war seit 1701 Johann Kuhnau Kantor. Er war übrigens auch zum Jurastudium nach Leipzig gekommen. Allerdings hatte er es abgeschlossen. An Kuhnaus musikalischem Können gab und gibt es keinen Zweifel. Aber stilistisch war er doch eher dem 17. Jahrhundert verhaftet. Deshalb schlug Telemanns Musik so ein. Die Gemeinde war begeistert und der Stadtrat sah das Potenzial des jungen Komponisten und Organisationsgenies. So durfte er alle 14 Tage Kantaten aufführen und das war nicht nur eine schöne Bestätigung des Neumusikers, sondern gab ihm auch finanzielle Planungssicherheit. 1704 bekommt Telemann die Stelle an der Neukirche. Die Geschichte dieser Kirche ist wirklich spannend. Normalerweise ist es ja so, dass egal wie krass die Städte umgebaut oder zerstört werden, wenigstens die Kirchen bleiben. In Leipzig haben wir zum Glück noch die Nikolai- und die Thomaskirche. Aber eben nicht diese. Ursprünglich war sie die Barfüßerkirche, gehörte also zum Kloster der Barfüßer, die ein Teil des Franziskanerordens waren und ein strenges Armutsgelübde abgelegt hatten. Das Barfußgässchen hinter mir erinnert noch an das Kloster und die Barfüßerkirche. Denn das war der Weg, den die Mönche vom Markt zur Kirche gingen. Nach der Reformation wurde das Kloster aufgelöst und die Kirche als Lagerraum genutzt. Aber Ende des 17. Jahrhunderts wuchs auch Leipzig und die neuen Bewohner brauchten natürlich eine Kirche. Also wurde sie 1699 als Neukirche wiedergeweiht. Ende des 19. Jahrhunderts und nun in neugotischem Gewand hieß sie Matthäikirche. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg griff der Staat zu. Hinter mir ist die runde Ecke. Das war zu DDR-Zeiten die Stasi-Zentrale. Zu Telemanns Zeiten stand da aber die Barfüßerkirche, also die Neukirche. Die Stelle ist schlecht dotiert, aber sie hat Potenzial. Telemann soll als Nachfolger für Kuhnau für das Thomaskantorenamt aufgebaut werden. Allerdings hat er das Amt nur halbherzig ausgefüllt. Die Orgel hat er wohl nur zu seiner Amtseinführung gespielt und gab die Orgeldienste liebend gern an Studenten weiter, die sich, wie er sagt, darum stritten. Aber bis dahin hatte er sich schon einen musikalischen Namen gemacht. Kaum war die Entscheidung gefallen, Musiker zu sein, war er gefühlt an allen Ecken der Stadt zu hören. So auch in der Oper. Hinter mir stand mal die Oper. Zwar nur sehr kurz, aber immerhin. Es war ein stattlicher Holzbau und wurde wohl in nur 4 Monaten vom gleichen Baumeister wie die Hamburger Gänsemarktoper gebaut. Zwischen 1693 und 1720 wurde hier auf sehr hohem Niveau Oper gespielt. Vergleichbar nur mit der Gänsemarktoper in Hamburg. Ursprünglich ging die Idee mit der Oper im bürgerlichen Leipzig auf den Dresdner Hof zurück. Neben guter Unterhaltung während der Messe erhoffte man sich nämlich dadurch erfahrenen Nachwuchs für das eigene Haus und die anderen Höfe im Umfeld. Und das hat auch voll geklappt. Hier kamen irgendwie alle mal vorbei, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der Region was mit Musik zu tun hatten. Opernsaison war eigentlich immer während der Messe, also 3-mal im Jahr. Die durchreisenden Händler waren ein zahlungskräftiges Publikum. Für Telemann war die Oper eine lohnende Einnahmequelle und natürlich ein Ort, wo er Erfahrungen sammeln und an seiner Reputation arbeiten konnte. Er fing 1702 hier an. Wann die Zusammenarbeit endete, können wir nicht so genau sagen, denn er schickte auch noch aus Sorau und Eisenach Werke hier vorbei. Außerdem lag Leipzig durchaus auf der Reiseroute von Sorau nach Eisenach. Es ist also gut möglich, dass er auch nach seinem Weggang aus Leipzig hier noch ab und an in Erscheinung trat. Telemann wirkte hier als Sänger, Komponist und Musikdirektor. Nach eigenen Angaben hat er über 20 Opern für dieses Haus geschrieben. Die lassen sich allerdings schlecht rekonstruieren, weil das wenigste davon erhalten ist. Das lag natürlich an den Kriegen, die Leipzig in den letzten 300 Jahren trafen. Aber vielleicht lag es genauso an den Querelen, die es in dem Haus zu Telemanns Zeiten schon gab. Nachdem nämlich der Operngründer gestorben war, bekamen seine Töchter und Schwiegersöhne das Recht, Opern aufzuführen. Allerdings verstritten die sich total und brachten als 2 verfeindete Parteien mit Gerichtsprozessen, geklauten Kostümen, zerstörten Bühnenbildern und der Pleite am Ende das Drama der Oper ins wahre Leben.
Und für diese ganzen Aktivitäten von Oper bis Kirchenmusik brauchte er natürlich Mitmusiker. Die fand er zum einen unter den kommunal angestellten Stadtpfeifern und Kunstgeigern, zum anderen aber unter den Studenten. Wahrscheinlich 1703 gründete er das Collegium Musicum, ein Studentenorchester, mit dem er sowohl in der Kirche als auch in der Oper spielte. Johann Sebastian Bach arbeitete übrigens später mit denen auch. Zum Beispiel bei den Aufführungen im Zimmermannschen Kaffeehaus mit seinen weltlichen Kantaten oder den Cembalo-Konzerten.